Nennen Sie uns die Top 5 Artefakte aus alter Zeit. Schwert war dabei, oder? Schwerter faszinieren uns zu Recht. Denn sie sind nicht bloße Werkzeuge oder einfach nur Kriegsgerät. Nein, sie haben eine Bedeutung. Schwerter finden wir im germanischen Barbarikum sehr häufig und auch vor allem im Zusammenhang mit Gräbern, also mit Bestattungen. Und das ist ein interessanter Punkt, denn Bestattungen sagen uns auch viel über gegebenenfalls soziale Hierarchien, aber auch über das soziale Zusammenleben. Also bedeutet ein Schwert in einem Grab erstmal, hier ist jemand besonders wichtig oder zumindest wir können es uns leisten, Verstorbenen ein Schwert ins Grab zu legen. Doch warum sind so viele von diesen Schwertern zusammengefaltet? Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat diese Waffen nochmal erhitzt und hat die dann auf eine viel kleinere Größe gebracht. Und das liegt eben daran, dass zu dieser Zeit die Menschen dann zur Bestattung vor allen Dingen verbrannt wurden. Also wir haben Brandgräber. Das heißt, die Leute wurden verbrannt und am Ende musste natürlich alles, was dort verbrannt wurde, in eine Urne. Und das war eben dann nicht nur die Asche der Leiche, sondern da waren teilweise auch Schmuckteile mit bei, bestimmte Beigaben, seien es kleine Messerchen oder zum Beispiel auch Necessaire, ja, also für die persönliche Hygiene, sowas findet man da auch, aber eben auch Waffen. Und damit so ein Schwert oder beispielsweise auch eine lange Speerspitze in eine Urne passt, muss ich das tatsächlich einfalten oder einrollen. Gegen wen kämpften die Stämme rechts des Rheins mit ihren Schwertern? Nun ja, auch gegen die Römer, aber vor allem für die Römer. Es war für einen zwischen Rhein und Elbe geborenen jungen Mann natürlich attraktiv, die Grenze ins Imperium zu überschreiten und zum Beispiel in der römischen Armee Karriere zu machen. Wir greifen solche Beispiele in vielen individuellen Fällen auch. Junge Zuzügler aus den sogenannten Barbarenländern, die etwa in der kaiserlichen Garde in Rom jahrzehntelang dienten, dann dort bestattet wurden. Über ihre Grabsteine wissen wir oft über die Herkunft Bescheid. Doch vor allem kämpften die Stämme gegeneinander. Einheit herrschte nur, bis man sich einig werden musste, wer über diese Einheit herrschen soll. Kämpfe um Macht waren auch zwischen den germanischen Stämmen an der Tagesordnung. Die Römer berichten uns darüber. Und infolgedessen versuchten natürlich auch mit fortschreitender Zeit bestimmte Führungsschichten dieser Stämme sich weiter zu profilieren, gegebenenfalls auch mehr Macht auf eine Person anzuhäufen. Das Anhäufen von zentraler Macht auf eine Person scheint allerdings im sozialen Gefüge der Stämme des germanischen Barbarikums nicht einfach gewesen zu sein und auch nicht besonders akzeptiert. Denn das prominenteste und früheste Beispiel, Arminius, der ja selbst dann eine Art Königsrolle gerne ausführen wollte, also selbst auch gerne ein Reich gründen wollte, ist damit ja auch letztendlich gescheitert und dann auch in internen Machtkämpfen dann auch letztendlich von seiner eigenen Familie getötet worden. Und wir wissen aus römischen Schriftquellen, dass etwa 100 Jahre nach der Varusschlacht, so sagen es die Quellen, vom einstmals stolzen Geschlecht der Cherusker nichts mehr übrig war, weil die sich gegenseitig in Machtkämpfen quasi bis zur Bedeutungslosigkeit umgebracht haben. Bei so viel Konflikt könnte der Verdacht aufkommen, mit dem Gesellschaftsmodell dieser Stämme würde strukturell etwas nicht stimmen. Stimmt das, Herr Roskoschinski? Die Römer berichten von einer sozialen Elite, mit denen man sich auch auseinandersetzt, mit denen man teilweise auch Verträge schließt, die man auch zu Freunden oder Feinden Roms erklärt. Und diese soziale Elite hatte, wie es sich lesen lässt, offenbar auch bestimmte Arten oder eine kleine Anzahl von Kriegern um sich, die offenbar nur
damit beschäftigt waren, Krieger zu sein. Ein Berufsherr ist doch noch nicht zwingend ein Problem, oder? Nun habe ich dann natürlich das Problem, dass ein Wettrüsten einsetzt. Dass, wenn ich 10 Hauskrieger habe, dann hat der Potentat des Nachbarstammes, der hat dann 20, weil er wichtiger und auch mächtiger sein möchte. Dann brauche ich 30, dann hat er 40. Und man sammelt dann also Leute um sich, die permanent unter Waffen stehen, die meistens dann auch noch recht jung sind und auch einen gewissen Selbstanspruch haben in dem, was sie gerne erreichen wollen, die sich sozial wichtiger fühlen und die auch aufgrund der ganzen Umstände dann ein gewisses Aggressionspotenzial mit sich bringen. Und mit denen muss ich was tun. Ich kann die dort nicht sitzen lassen, sondern ich muss zum einen die bezahlen. Ja, also ich muss auch dafür sorgen, dass die zu essen haben. Bei den Stämmen im germanischen Barbarikum ist das auch nicht ganz so einfach wie beispielsweise in Rom. Dort konnte ich auf den Markt gehen und mir einfach alles kaufen. In dieser Stammesgesellschaft war eher Subsistenzwirtschaft angesagt. Also da war eigentlich notwendig, dass jeder auch beispielsweise in der Landwirtschaft mitarbeitet, weil da gab es eben noch keine zentralen Märkte, wo ich hingehen konnte und von jemandem, der spezialisierter Bauer ist, dann eben so und so viel Scheffel Getreide einkaufen, damit ich meine Leute zu Hause davon ernähren kann. Also man war unter vielen Gesichtspunkten darauf angewiesen, mit diesen Hauskriegergruppen zum einen Geld irgendwo zu erbeuten, Sachwerte, zum anderen gegebenenfalls aber auch Nahrungsmittel. Also waren es doch besonders gefährliche und kriegerische Barbaren. Gut, dass man in Rom zivilisierter war. Die gesamte römische, ja, ich will mal sagen, Wirtschaft war zum großen Teil darauf ausgerichtet, dass immer weiter erobert wird, expandiert wird und darüber Sachwerte reinkommen. Und das sicherte man eben mit Soldaten, mit Legionen. Diese mussten bezahlt werden. Das heißt, auch hier galt die Triebfeder, der Krieg nährt den Krieg. Und letztendlich gipfelt das dann im Römischen auch dann in der Zeit der Soldatenkaiser, wo allein das Militär darüber entscheidet, wer jetzt Kaiser wird oder wer ihnen kein Glück bringt, keine Feldzüge, keine Plünderungen und wen man dann insofern über die Klinge springen lässt, um einen neuen Kaiser zu bestimmen. Um zu wissen, wie das endet, müsst ihr die Geschichte Roms und seiner Barbaren nur ein wenig weiterverfolgen. Leben wir also doch in der bestmöglichen aller Zeiten?